Herzlich willkommen zu einem neuen Test von Gleiten TV und Subtrip. Wir haben heute von Standout den neuen Anzug, und zwar den Bora. Das ist die Terra Collection, ganz neue nachhaltige Strategie, die Standout dort hat. Über 2 Jahre Entwicklungszeit, also es hat gedauert, bis er endlich zu uns kam. Innovatives Material aus recycelten Fischernetzen, Garnen und Industrieabfällen, die nochmal verarbeitet wurden zu einem nachhaltigen Anzug. Bei dem Bora handelt es sich um den Nachfolger vom Race 2. Das ist ein Anzug, der sich vor allen Dingen für sehr aktive oder ausgerichtet ist auf sehr aktive Paddler. Der soll absolut 100% wasserdicht sein, besonders geeignet eben für Paddler, die viel reinfallen, zum Beispiel im Downwind-Bereich, empfohlen vom Hersteller. Hierfür hat er komplett am Hals, an den Armen und an den Beinen Neoprenmanschetten. Wir aus Erfahrung haben da ab und zu schon Wassereinbrüche gehabt. Wir sind gespannt, ob es hier nicht der Fall ist. Standout hat sich für Neopren entschieden, weil einfach viele Kunden, wie Sie es bemerkt haben, eine Latexallergie haben. Latex weniger nachhaltig ist, also schneller kaputt geht und im Endeffekt der Tragekomfort eindeutig besser ist. Am Hals sehen wir hier einen farbig abgesetzten Kragen mit 3 Druckpunkten. Hier lässt sich vermutlich eine Kapuze befestigen, die aber im Lieferumfang jetzt nicht dabei war. Damit man das etwas breitere Maß, was Trockenanzüge einfach haben, noch ein bisschen der Körperform anpassen kann, haben wir hier eben einen Gürtel in der Taille, im hinteren Bereich auch Rest-Tube ready. Das heißt, hier kann ich direkt meine Rest-Tube montieren. Als allererstes beim Auspacken fiel auch auf diese unheimlich angenehme Haptik. Der Stoff ist wahnsinnig weich und er lässt sich wirklich in alle Richtungen dehnen. Also ein 4-Wege-Stretch, was eben 3-mal stärker sein soll als bei den Anzügen zuvor. Und es fällt wirklich auf, ohne viel Druck kann man den Anzug sehr stark dehnen und es ist trotzdem leicht und weich. 770 Gramm. Bereits bei früheren Anzügen verwendet ist das einzigartige Einstiegssystem oder das zumindest so nicht verwendet wird in der Industrie. Wir haben das hier um die Hüfte herum bzw. etwas höher im Rippenbogen, einmal komplett um den Körper herum. Große Einstiegsöffnung und im Endeffekt, warum Standout das wählt, ich habe keinen Zipper am Rücken, dort wo ich eben viel Bewegung habe und habe damit weniger Einschränkungen. Auffällig bei der Bedienung des Zippers ist der wirklich große Griff. Mit ganz dicken Handschuhen immer noch völlig problemlos zu bedienen, macht einen hervorragenden Eindruck. Schauen wir uns den Anzug einmal von innen an, einmal Inside Out. Also sehr saubere Verarbeitung, durchgehend an allen Nähten. Die Nähte sind genäht, geklebt und geschweißt. Und sehr auffällig ist, dass selbst in dem Bereich der Klebung immer noch ein gewisser Stretch da ist. Er ist natürlich nicht so stark wie im Stoffbereich, aber wir haben auch dort noch eine Flexibilität. Die Beinabschlüsse können eben zusätzlich noch angepasst werden. Da ist der Stoff schön weit hinüber geschnitten, eben darunter die Neoprenmanschetten. Ganz unauffällig. Standout setzt hier auf solche verstellbaren Bungees. Zuallererst zum Anziehkomfort. Ich kann wirklich durch die breite Öffnung, die ich hier etwas über Hüfthöhe habe, komplett in den Anzug einsteigen. Muss bei den Neoprenmanschetten etwas aufpassen. Sie müssen mehr gedehnt werden als Latexmanschetten. Da flutscht man vielleicht noch mal durch. Bei den Neopren muss man es wirklich aufdehnen, was aber auch überhaupt gar kein Problem ist. Bei den Füßen eben mit zu beachten, vorher den Stoff, also den Schutz etwas hoch machen und dann erst auseinanderziehen. Ansonsten hindert mich quasi der Schutz schon etwas daran, das anzuziehen. Ansonsten Arme hinein, einmal über den Kopf ziehen, das ist natürlich gewöhnungsbedürftig und für Personen mit einer sehr ausgeprägten Frisur ist es nicht immer schön. Ansonsten hier werden die Haare einfach wieder zusammen gemacht, dann ist gut. Und total einfach zu bedienen, weil ich einfach um meinen Körper, um meine Hüfte wirklich gut rumkomme. Der Reißverschluss super einfach zu schließen.
Und als kleiner Tipp am Rande, Latexmanschetten müssen üblicherweise mit Talkum etwas geschmeidig gemacht werden. Genau das kann ich hier auch einsetzen und die Neoprenmanschette innenseitig nochmal mit Talkum etwas bestäuben bzw. eben einreiben und dann flutschen die genauso gut wie Latexmanschetten. Genialer erster Eindruck oder vom ersten Eindruck aus dem Wasser heraus. Ich bin komplett trocken geblieben. Also die Zweifel an den Neoprenmanschetten sind verflogen. Was wir in der ersten Begutachtung gar nicht bemerkt haben, der Hüftgürtel ist mit einem stark ausgeprägten Gummizug ausgestattet. Das heißt, ich mache den auf Sitz und trotzdem kann ich mich noch gut bewegen und bin trotzdem mobil. Tragekomfort als erstes natürlich beim Warmmachen. Also Beweglichkeit war in allen Richtungen möglich. Arme heben. Dieser 4-Wege-Stretch macht es wirklich total einfach und vor allen Dingen, wir merken den, oder ich habe den Anzug so gut wie gar nicht gemerkt. Es ist wirklich eine leichte Schicht. Eben dieses angenehme Gefühl, was wir am Anfang schon, die Haptik, was wir beschrieben haben, setzt sich auch im Tragekomfort 100% fort. Beim aktiven Paddeln ist es ganz genauso. Der Anzug schränkt mich wirklich überhaupt nicht ein. Also egal welchen Bereich, ob ich nun gemütlich toure oder tatsächlich im Wildwasser oder im Downwind unterwegs bin, wo ich mich dann etwas mehr bewege, gerade im Wildwasser, der Anzug schränkt mich überhaupt nicht ein. Ich kann mich in jede Richtung drehen, ohne dass ich irgendwas am Körper merke, also dass ich eingeschränkt bin. Und damit wirklich die absolute Empfehlung für einen aktiven Paddler. Jetzt aktuell haben wir zwischen 4 und 8 Grad, gerade heute Morgen. Tatsächlich erstaunlich, der Anzug, trotzdem er so unheimlich dünn ist, also das Material so dünn ist, merke ich auf jeden Fall eine deutliche Isolation auch an der Luft. Also in dem Moment, wo wir ihn angezogen haben und nur den Maleranzug als Unterbekleidung gehabt haben, war es schon wieder angenehm. Wenn mir allerdings trotzdem kalt ist oder die Temperaturen im Außenbereich dann doch viel, viel tiefer sind, dann hat der Anzug auf jeden Fall ausreichend Platz, um Unterbekleidung, natürlich im Zwiebellook, es sollte jetzt nichts wahnsinnig aufbauschend sein, also die Fleecejacke ist noch okay, aber die Daunenjacke wird dann eventuell etwas eng darunter. Ansonsten eben Platz ist ausreichend und der Anzug hat den ausreichenden Stretch und damit sehr variabel. Das Entscheidende natürlich, was passiert, wenn ich ins Wasser falle. Der Anzug hat mich wirklich zu absolut 100% trocken gehalten. Das hatten wir noch nie so im Test. Es war kein einziger Tropfen in dem Maleranzug, also in unserem Messbereich. Ganz bisschen unter den Manschetten habe ich gemerkt, dass es an manchen Stellen rankommt. Dadurch, dass aber der Bereich des Neoprens wirklich größer ausgelegt ist, habe ich dort nichts gehabt, was wirklich auf den Körper gelaufen ist. Also absolut hervorragend. Zusätzlich positiv zu erwähnen ist die Isolation im Wasser. Das Material gibt die Kälte, die das Wasser natürlich direkt auf den Körper geben würde, übertragen würde, nicht direkt weiter und es fühlte sich auch im Wasser nicht wahnsinnig kalt an und nicht wirklich unangenehm. Das heißt nicht, dass ich mit dem Anzug lange schwimmen möchte, aber für den Moment des Schocks, wo ich ins Wasser falle, merke ich wirklich wenig. Jetzt haben wir nachdem ich ins Wasser gefallen bin, den Anzug kurz aufgehangen und beide haben wir sehr erstaunt festgestellt, der Anzug ist innerhalb von Minuten fast gänzlich trocken. Also man sieht jetzt noch in dem Bereich, der hier an der Wand hängt, dass da ein bisschen Feuchtigkeit am Material noch sitzt. Im vorderen Bereich komplett trocken. Und wirklich auch von der Haptik, also vom Anfassen, merkt man wirklich, dass da kein Wasser drauf war. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil. In dem Moment, wo ich weiter paddle, entsteht wenig Verdunstungskälte, weil eben wenig Feuchtigkeit im Material ist, die dann verdunstet und mich abkühlt. Nochmal ein sehr positiver Effekt für kalte Temperaturen. Damit wir hier nicht einen kompletten Lobgesang auf einen wirklich guten Anzug geben, finden wir natürlich auch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist zum einen, der Anzug hat keinerlei Tasche. Irgendeine kleine Tasche für den Schlüssel oder das Handy wäre auf jeden Fall von Vorteil, ob im Innenbereich oder außen aufgesetzt. Und es gibt keinerlei Reflektoren. Also wenn ich mal im Nebel oder eben in der Dämmerung unterwegs bin, dann wäre das auf jeden Fall auch von Vorteil. Standout setzt bei der Terra-Serie, Terra Collection, wie sie nennen, auf nachhaltige Produktion. Hier ist ganz klar zu erwähnen, dass der Anzug in Slowenien produziert wird, damit sehr kurze Transportwege hat. Natürlich werden Einzelteile wie der Zipper, der YKK-Zipper,
eingekauft, Einzelteile. Jedoch, um die Produktion immer mehr nach Europa und regional zu verlagern, ist in unseren Augen ein unheimlich guter Schritt in die richtige Richtung, alles etwas nachhaltiger zu haben und weniger Transportkosten zu produzieren, beziehungsweise Treibhausgase zu produzieren. Demzufolge wirklich ein tolles Konzept, und für 570 € bekommt der Kunde hier, bekommst du einen wirklich tollen Anzug, rundum sicher, also dicht, das ist das Wichtigste bei einem Dry-Suit, und im Endeffekt variabel genug, dass ihn der Normalverbraucher nutzen kann in kritischen Temperaturen, als auch der Racer, der darin gar nicht zu sehr schwitzt, weil der Anzug eine gute Atmungsaktivität hat und ein unheimlich leichtes Tragegefühl, was für beide Einsatzbereiche einfach komfortabel ist. Also der Bora von Standout ist eine ganz klare Kaufempfehlung.